Eine der wohl schlimmsten Aufgaben im Game ist diese. Fange mit einer Stipprute 8 verschiedene Fischarten an der Sura. Und zwar mit Insektenködern. Na, die machen wir doch, die Aufgabe. Also, ran hier an die Sura. Ich habe keine Ahnung wie und wo, aber so schwer kann das doch nicht sein, oder? Also, fange mit einer Stipprute 8 verschiedene Fischarten mit Insekten. Und das Ganze hier an der Sura. Ich stehe schon an der Sura und habe mir gedacht, jo, geil, Alter. Eigentlich könnten wir doch mal eben diese Aufgabe machen. Denn ich muss das auch noch machen. Die olle Grundel habe ich immer noch nicht, aber wie gerade vielleicht noch gesehen, die Güster habe ich endlich abgehakt. An der alten Festung, ratzfatz, schön auf Käsewürfel. Ging ganz gut. Und nun geht es weiter hier mit der Sura und der Sura-Aufgabe mit den Insekten. Und da gehen wir natürlich hier hin. Hier fliegen auch überall schon. Das ist halt, ja, einzigartig hier an der Sura. Hier fliegen überall Insekten rum. Und das nutzen wir doch einfach. Wir nehmen uns mal hier eine schöne Stippe. Im Idealfall hier sowas Schönes im UL-Bereich. Dann gehen wir hier als erstes runter auf einem 24er Haken. Warum 24er Haken? Da steht fange Fische. Da steht nicht fange 5 Kilo Fisch. Fange Fische. Egal was. Also auf Insekt. Und wir nehmen natürlich Doppelköder, Alter. Wir könnten jetzt Doppelfliege nehmen. Ich nehme mal hier Doppelfliege. Und einmal Fliege, einmal Bremse. Da haben wir zweierlei verschiedene. Das Ganze machen wir hier erstmal schön im flachen Bereich. Zack, minimal. Und dann gucken wir mal, was hier alles so reinballert. Auf einen kleinen 24er Haken. Absoluter Kicker. Also, kleine 24er Haken. Warum absolute Kicker? Da können Fische reingehen. Auf diese ganz, ganz, ganz kleinen Haken, die normalerweise auf diese Köder gar nicht beißen. Also wenn ich jetzt hier ein Rotauge auf dem 24er Haken zum Beispiel fange mit Fliege, ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich. Oder da geht vielleicht ein Döbel drauf und so weiter. Natürlich auch ein Frosch und das ganze Kleingedöns, Güster, wie sie nicht alle heißen. Also es gibt eben ganz, ganz, ganz viele Fische, die jetzt hier auf diese kleinen, zack, guck mal, Rotfeder. Muss man noch gar nicht mal hier extra ran mit sowas Komplizierten, wie hier mit Grashüpfer zuletzt. Ne? Da hieß es, glaube ich, beim letzten Mal Wettangeln, da waren wir auch hier an diesem Tümpel, aber eben da drüben gegenüberliegend, wo der Baum da in der Mitte ist, so in dem Bereich. Und da hieß es, fange eine Rotfeder-Trophy war es, glaube ich. Und das auf Stippe. Und das war schon gar nicht so easy. Also, ersten Fisch haben wir schon. Und ich renne jetzt hier einfach rum. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal, oder? Ich ziehe jetzt hier einfach durch auf diese kleinen Dinger, auf diese 8 verschiedenen Brocken. Und immer wenn ich was ändere, zeige ich das natürlich. Also hier jetzt erstes Ding, Rotfeder. Ich werfe einfach aus, 18 cm Tiefe jetzt hier. Also erstmal im flachen Bereich. Wo ist denn hier eigentlich meine Pose hin? Irgendwie versteckt da vorne in den Seerosen. Frosch kann natürlich auch noch mit reingehen. Also ich hoffe jetzt, wie gesagt, auf alles, was klein ist. Und das natürlich zum einen jetzt am Tag. Wir haben jetzt Mittagszeit, ist natürlich nicht so ganz ideal. Und zum anderen natürlich auch in der Nacht. Müssen wir mal eben gucken. Ach, guck mal, da hinten war das Ding. Werfe ich nochmal eben aus. Vielleicht nicht ganz so weit. So. Naja, guck. Da ist das Teil. Also ist doch schon ein ganzes Stückchen weg hier von den Seerosen. Und als allererstes renne ich gleich hier um diesen Tümpel rum. Also ganz simpel, Setup haben wir gerade schon gesehen. 24er Haken, Fliege jetzt hier. Monoschnur, weil Stippe, deswegen einfach nur Monoschnur. Ist schon ziemlich transparent, die Monoschnur. Und dann gucken wir mal, was hier noch so reingeht. Und da zuppelt es direkt wieder los hier. Ich habe es ein bisschen verschoben gerade. Also locker rübergezogen, mehr hier zu den Seerosen hin. Gucken wir mal, was wir hier als nächstes haben. Rotauge. Rotfeder wieder. Okay, Rotfeder wieder. Das heißt, ich nehme mal hier die eine Bremse runter. Und wir wollen ja hier nur Insekten. Also immer darauf achten, hier oben muss das Insekt stehen. Ja, genau. Hier bei der Eintagsfliege zum Beispiel, da geht es nur ab einem 22er Haken. Kann man natürlich auch machen. Hier 18er Haken. Also je größer die Köder sind, umso
größer müssen dann auch irgendwann die Haken sein. So, jetzt gucken wir mal, ob hier vielleicht sogar noch, werfen wir mal da vorne nochmal hin, ob wir hier vielleicht sogar noch einen Frosch dran kriegen. Wäre auch nicht so schlecht. Auch das natürlich hier gerne im Seerosenbereich. Natürlich gerne mit Fliege, Fliegebremse. Sowas in der Kombination klappt in der Regel auch ganz gut. Und was ich natürlich auch immer noch habe, 18 cm Tiefe. Deswegen fangen wir jetzt damit erstmal noch an. Und dann gehe ich gleich einfach mal, uppala, zu früh. Nee, doch noch gehakt. Dann gehen wir gleich nochmal eine Ecke weiter. Nochmal eine Rotfeder. Also hier habe ich jetzt Rotfedern. Reicht mir genug Rotfedern gefangen. Einfach ein paar Meter weiterlaufen und weiter testen. Zack, also direkt wieder raus. Nehmen wir mal einfach hier vorne diesen Grasbüschel ungefähr da so im Angriff. Also ein bisschen die Pose nochmal ziehen, da wo wir sie haben wollen. Abgestellt und es fängt sofort an zu zuppeln. Das ist auch natürlich ein richtig gutes Zeichen. Also, die nehmen wir natürlich auch gerne mit, hier die Brocken. Hoffentlich ist es nicht schon wieder... Das hat ein bisschen anders gezuppelt. Und ihr seht, glaube ich, auch immer wieder hier diese Insekten, die hier rumfliegen. Doch wieder eine Rotfeder. Alter, ich muss hier weg von der Rotfeder. Oder es liegt tatsächlich an dieser Köderkombination. Ich suche mir mal so eine kleine andere Nische hier. So, zack, bleiben wir doch direkt hier. Einfach mal jetzt ein bisschen weiter auswerfen. Auch in dieser Köderkombi. Einfach mal gucken, ob hier was geht. Und ansonsten, ja, gleich nochmal die Köderkombi ändern. Wenn du keine Köderkombi kannst, mach dir keinen Kopf. Einfach jeden einzeln testen. Jeden Köder einzeln testen. Klar ist es in der Kombination immer ein bisschen leichter. Und ja, Köderkombination hat auch eine leichte Pluswirkung. Also, die Kombination geht wie folgt. Hatte ich jetzt zuletzt im Stream ja auch nochmal gesagt. 1, also Fliege, plus 1, Bremse, gleich 2,5. Also, wir haben 2, aber wir haben noch einen kleinen Bonus sozusagen in der Wirkung, in der Kombinationswirkung. Das heißt, wir haben also nicht nur 2 Köder gleichzeitig draußen, sondern tatsächlich wirken die untereinander und geben dadurch eben vielleicht nochmal eine Lockwirkung, die es eben einzeln nicht gibt. Allerdings ist das jetzt alles nicht so gravierend. Ne? Also klar merkt man einen Unterschied bei einem Doppelköderangeln, klar fängt man vielleicht auch nochmal ein bisschen schneller, weil man ja 2 Köder gleichzeitig drin hat. Aber ja, man kann das auch alles wunderbar einzeln machen. Aber ich sage dir, einfach mal dran hocken, Posenangeln ab Doppelköder, Game Changer. Und gerade, wo jetzt mit den vorletzten Patch ja hier auch nochmal das Matchangeln, das Karpfenangeln auf Pose nochmal geboostet wurde, da sollte man vielleicht doch nochmal ein bisschen gucken, was auch da beim Karpfenangeln noch alles so geht. Ich hatte mir jetzt nochmal heute im Stream auch nochmal weitere Rebellion Match-Routen geholt. Das heißt, ich habe jetzt hier schön 3-mal die Rebellion Match 420H und damit geht es dann auch demnächst nochmal aufs Karpfenangeln. So, hier ist mir gerade zu wenig los, also gehe ich gleich direkt weiter und suche mir die nächste Ecke. Na, das sieht doch hier super aus. Da werfen wir doch mal direkt hin. So, und auch hier so ein bisschen wieder an das Geschlonze. Ich stehe natürlich jetzt hier mit dieser langen Stippe extra weit weg, damit ich eben trotzdem noch relativ wenig Schnur, oder zuppelt schon los, relativ wenig Schnur auf der Wasseroberfläche habe und dadurch eben der Anschlag leichter geht und schneller dann auch hakt, sollte dann eben gerade was reingehen. Nächste Rotfeder. Okay, ich muss dringend mal den Köder ändern, denn ich fange gerade nur Rotfedern. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die Doppelfliege. Zack, gleiche Stelle nochmal direkt hin. Jawohl, genauso schön an dieser Kante von dem Grünzeug, von dem Geschlonze. Ja, und dann gucken wir mal. Ein bisschen weiter links sehe ich hier, direkt über mir, sind auch noch Seerosen. Das heißt, ich könnte gleich auch noch mal ein bisschen weiter entweder links rüber werfen, zack, schon bis, jawohl. Oder einfach ein bisschen weiter rüber laufen. Aber eben solche Bereiche immer wieder gut. Wieder ein bisschen anderes Gezuppel, ne? Also das müsste doch jetzt mal was anderes sein als eine Rotfeder. Wäre nicht so schlecht. Und ich bin nach wie vor immer noch bei den simpelsten Insekten. Einfach nur Fliege.
Und das eben, zack, jawohl, oh, 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 na, Döbel. Doch, nee, Rotauge, wieder Rotfeder, na, hör mal, jetzt reicht's aber, 700 Gramm ist gar nicht so schlecht, ey. Gar nicht so schlecht. Alle aber auch ganz unterschiedliche Zuppelverhalten, das ist schon eigenartig. Ich probiere es jetzt hier nochmal im flachen Bereich und genau zwischen den Seerosen. Also weiter probieren. Aber bisher muss ich sagen, also dafür, dass ich hier mit einem kleinen, winzigen Setup unterwegs bin, 24er Haken, kann man mal schön auf Rotfeder gehen hier an dem Tümpel, wa? Wenn man das hier schön mit drei Stippruten oder 3 Posenrouten gleichzeitig, größere Haken, vielleicht so in Richtung, na, Rotfeder muss nicht so ganz riesig groß sein, aber ich sag mal, bis zu einem 6er Haken oder so sollte es an für sich reichen und dann schön auf Rotfeder. Hat auch vor Monaten super funktioniert mit einem Grashüpfer, also wirklich auf recht große Köder, große Insekten. Vielleicht ballert das ganz gut rein, das Ding. Und es wird gezuppelt, jawohl. Hat ein bisschen gedauert an der Stelle. Oh, das ist aber doch jetzt was anderes, sonst bin ich echt enttäuscht. Nee, ne? Doch Döbel jetzt, jawohl. Also endlich der nächste Brocken hier drin. Fliege und Bremse, jetzt hier Fliege und Fliege. Döbel, das heißt, es bleiben nur noch 6 weitere übrig. Ich bleibe noch mal ein bisschen an der Stelle, gehe mal runter auf 30 cm Tiefe. So, nochmal für ganz locker raus. Und jetzt sind wir hier in dem Bereich hier gelandet. Ja, das lasse ich auch so, wie es ist. Also schön Seerosen plus das Grüngeschlonze. Also ein Frosch wäre schon nicht schlecht. Gibt es überhaupt einen Frosch? Rekorde Sura. Hier gibt es doch bestimmt einen Frosch. Da ist er. Frosch. Flusskrebs. Ja, könnte vielleicht. Kaulbarsch auf jeden Fall. Laube brauche ich auf jeden Fall. Nase wäre nicht schlecht. Da gucken wir mal. Also da wird noch einiges reingehen. Hier Zobel und Zope. Das hier ist erstmal mein Main-Spot hier. Ne? Grob die gesamte Area. Ich sag mal hier so dieser Randbereich. Und dann werde ich auf jeden Fall aber auch noch hier hinten an der Insel probieren. Auch hierhin, da gibt's, oppa, geht schon wieder los. Da gibt's immer wieder zu früh. Da gibt's immer wieder Stellen, die richtig gut funktionieren. Direkt eben auf der Insel. Und wenn da nichts geht, dann laufe ich gleich einfach auch hier nochmal entlang. Denn auch hier gibt es immer wieder, gerade auch hier hinten in dem Bereich, immer wieder so kleine, da geht's wieder los, so kleine Grünzeuginseln, so kleine Randbereiche, wo einfach ein bisschen Grünzeug rumliegt und oder irgendwas wächst. Und in dem Bereich geht es dann natürlich auch nochmal explizit mit der Pose und Treibangeln dann hier hin. Wird aber natürlich ein bisschen schwieriger. Also das meiste versuche ich jetzt hier direkt an dem Tümpel abzuhaken. Das wäre schon nicht so schlecht. Und dann gucken wir mal, was geht. Was haben wir denn nun hier? Rotauge wäre doch auch mal was. Irgendwas, was übelst am Rumzuppeln ist und sich nicht entscheiden kann. Aber nu. Ja, gucken wir mal. Auch wieder so hell und silbrig. Wieder die Rotfeder. Eieieiei. Zack, Alter, das war aber schnell. Was haben wir denn da? Der erwartete Frosch? Der erwartete Frosch. Na guck, also, da ist er doch noch reingegangen. Auf Doppelfliege. Einfach hier 18 cm Tiefe, jawohl. Und dann hier vorne hingeworfen bei den Seerosen. So, jetzt haben wir hier gleich, ja, schon Richtung 22 Uhr. Ich gehe jetzt nochmal in Richtung Hauptstrom hier und versuche nochmal mein Glück. Genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Es gibt eben auch hier immer wieder Bereiche, wo man hier Grünzeug hat. Und dass dann eben hier beim Treibangeln natürlich auch noch was reingeht, bevor ich dann irgendwann rüberfahre mit dem Boot. Bei dem Boot drüben, beziehungsweise da auf der Insel, hoffe ich dann auf diese sogenannten Z-Fische, Zobel oder sowas in der Art. Das wäre natürlich auch noch ganz gut. Und ansonsten hier natürlich auch noch Sichling, sollte hier auch noch reingehen. Sichling, vielleicht geht noch eine Nase hier rein oder sowas in der Art. Das wäre natürlich auch noch richtig gut. Gucken wir mal, was hier passiert. Oder auf diese kleinen Köder, weiß ich nicht, Aaland oder so. Ne, das könnte natürlich auch noch alles hier gut reingehen. Ich glaube, ich renne gleich nochmal ein Stückchen weiter. Denn da vorne kommt nochmal wieder die etwas größere. Wo sind wir hier? Ah, eigentlich wollte ich bis hier hinten hin. Bis da vorne zum Campingplatz. Da ist auch was dran, jawohl. Nehmen wir doch direkt mit.
Jawohl, die Laube haben wir also auch mit drin. Auch hier wieder Doppelfliege und damit sind es nur noch 4 Stück. Das ist doch gut. Und ich gehe direkt weiter hier. Zack, locker wieder auswerfen. Einfach hier Treibangeln. Also jetzt von hier kurz gewechselt in das fließende Gewässer. War der schon weg? Ne, ich habe es einfach nicht richtig gesehen, ne? So. Einfach hier in den Abendstunden nochmal testen. Ja, und wie gerade schon gesagt, gleich nochmal in Grundnähe gehen, ne? Wir haben es jetzt 22 Uhr, ab 23 Uhr ist dann Nacht. Zack, da war aber schon wieder was drauf. Dann haben wir die Laube nicht mehr in der Nacht. Und dann kommen auch irgendwann andere Fische. Jetzt gucken wir mal hier. Genau, hier ist nochmal so eine schöne Area. Auch hier nochmal wieder hinwerfen. Wobei ich ja eben hier nicht irgendwie zwingend so einen Hänger haben will. Also nicht da genau reinfahre, sondern lieber eben davor. Das ist mir schon zu nah. Oder dann machen wir das lieber so in der Art. So davor werfen. Und dann da in der Nähe durchziehen. Ja, Sichling, wie gesagt, wäre jetzt noch ganz nice. Als nächster Fisch. Und dann probiere ich es gleich am besten nochmal auch auf Nase. Wäre auch nicht so schlecht. Und natürlich auch sowas wie Gründling und Co. Also, weiter rumprobieren hier. Und sobald sich was Neues ergibt, sage ich Bescheid. Ah ja, Schwimmkäfer könnte ich natürlich auch noch machen. Wäre nochmal ein bisschen special. Mal gucken, was dann da drauf vielleicht reingeht. Ist zumindest auch nochmal ein Insekt. Wobei jetzt hier die Fliege natürlich angenehmer ist. Also wenn man sowas abschließen kann auf so Billigködern, auf die simpelsten Köder, einfach nur eine Fliege, ist das natürlich deutlich angenehmer. Zack, guck mal da. Tatsächlich hier an der Stelle. Nee, das ist ja ein Dingen. Eine Nachtfrosch, das ist mir auch, noch nie passiert, ist vielleicht übertrieben. Aber das ist ja schon unwahrscheinlich. 70 cm Tiefe kommt auch noch dazu. Das ist die Stelle, die ich hier meinte, gerade schon angepeilt hatte. Also das hier ist so eine Area, wo auch immer mal wieder Nasen reingehen. Auch eine klassische Stelle fürs Karpfenangeln. Ob jetzt hier auf Insekt irgendwelche Karpfen reingehen, wahrscheinlich eher nicht. Also das ist eher unwahrscheinlich. Aber hier teste ich es auch nochmal im tiefen Bereich. Also tatsächlich jetzt hier so erstmal mit 70 cm Tiefe angefangen. Und dann eben gucken, wie weit man das Ganze so durchtreiben lassen kann. Ja, und der Frosch war jetzt gerade hier vorne so ungefähr geworfen. Im Nahbereich auch hier wieder am Grün vorne vorbei. Und ja, in der Vergangenheit sind eben auch hier immer mal wieder Nasen reingegangen. Allerdings tendenziell auch eher auf sowas wie Alge als Köder. Also da waren dann natürlich nicht die Insekten im Spiel. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier nachts auch noch ein bisschen was anderes reingeht. Frosch ist schon Dingen. Ist schon ein bisschen wild. Na, war da gerade ein Hebebiss? Ne, ich glaube, da war einfach der Untergrund flach. Andere Möglichkeit, das Ganze natürlich hier von der anderen Seite noch weiter zu betreiben. Zack, von der Rückseite. Hier geht es dann deutlich flacher, in die flacheren Bereiche. Und vielleicht ist auch das nochmal interessant. Also hier in der Area, immer noch im Bereich der Insel sozusagen, aber dann hier ins Flache treiben zu lassen. Gucken wir mal, ob da ein bisschen was reingeht. Es ist kurz vor 4 Uhr nachts, beziehungsweise, ja, die Nacht ist gleich rum um 4 und die Nacht könnt ihr auslassen. Also die Nacht ist wirklich nicht so cool. Ja, passt einfach irgendwie nicht so richtig. Köderkombination und ja, Spots und sowas. Schwieriges Thema. Ich bin mittlerweile mal wieder zurück, also vom Strom. Ich bin jetzt ja hier quasi dieses kleine Stückchen hier nur abgelaufen. Also von hier ungefähr, jetzt gerade hier rum, bis hier hinten hin ungefähr. Ja, kann man machen. Werde ich auch gleich noch mal ein bisschen testen. Gerade für einen Sichling, den brauchen wir auf jeden Fall hier. Und was ich jetzt gerade gemacht habe, wir haben 4 Uhr. Ich habe jetzt gerade doch noch mal den Schwimmkäfer ausgepackt. Schwimmkäfer, 24er Haken. Gucken wir mal, vielleicht geht hier ein Barsch drauf oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der da nochmal reinballert. Ansonsten vielleicht doch nochmal irgendwas in Grundnähe. Allerdings hier in der Area, das ist jetzt der ganz linke Bereich hier, das Ende sozusagen vom See. Das ist auch nochmal richtig schön flach.
Und auch hier jetzt einfach nochmal testen, 18 cm Tiefe. Durchaus möglich, dass eben auch hier die Frösche nochmal ganz gut reingehen. Also kann man ganz gut machen. Allerdings auf den Köder gar keine Ahnung. Also was hier, den Köder verwende ich so selten, wenn am ehesten vielleicht noch mit einer Yama, dass es sich auch richtig lohnt, dass da ein paar schöne Lachse drauf gehen. Aber für sowas hier äußerst selten. Ich teste das jetzt eine kleine Zeit lang hier. Wenn das so bis 6 Uhr ungefähr oder kurz nach 6 gar nichts liefert, dann sofort, da geht's schon los, dann sofort wieder Köderwechsel auf Doppelfliege. Und wenn das jetzt hier auch gleich wieder nur Rotfedern liefert, dann wechsle ich natürlich auch sofort Rotauge. Hat sich doch schon gelohnt. Also, dann wechsle ich auch wieder auf die Doppelfliege. Also, 3 Stück brauchen wir nur noch. Sehr schön. Ja, 1-2 Mal werfe ich vielleicht noch aus. Gucken wir mal, wenn es jetzt hier natürlich auch nur Rotaugen regnet, dann, ja, auch dann wechsle ich natürlich den Schwimmkäfer. Dafür ist er mir dann echt zu wertvoll. Andererseits hat man dann so eine Aufgabe einfach mal erledigt. Und ja, für genau sowas sind natürlich auch seltene Käfer und Köder dann gedacht. Also, warum denn dann nicht? Dann hat man das auch mal erledigt. Und mit der Schöpfkelle kann man die ja ganz gut auch wieder fangen. Beziehungsweise hier bei der Köderbeschaffung, ne, dann hier die 3 Punkte in die Schöpfkelle einmal investieren. 3 Punkte in die Schaufel. Hier oben steht es drin, bla bla bla. Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Spatenstich. Und hier bla 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 erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Schöpfen mit der Schöpfkelle. Also insgesamt 6 Punkte investiert und man hat immer mehr Köder, hochwertigere Köder. Lohnt sich also. Zack, und direkt runtergeschossen. Ist das der nächste Frosch? Auch an der Stelle hier. Ja, tatsächlich. Ja, Frosch-Eigenschaft halt. Wenn sie dann reinballern, dann richtig. Ja, ich nutze Fliege. Fliege, Fliege, Fliege. Denn die Fliege liefert hier im Moment einfach am besten. Und da muss ich sagen, Fliege lohnt halt gerade. Also dafür, dass das Teil halt so billig ist, kann man das, glaube ich, ganz gut verwenden. 24er Hakenfliege lohnt. Also nach wie vor hier vorne an der Stelle, hier unten an dem Tümpel. Ich würde ja fast vermuten, man kann die Aufgabe fast komplett eben hier an dem Tümpel abschließen. Außer den Sichling. Den Sichling brauchen wir immer noch. Und ja, vielleicht auch noch sowas wie Gründling oder so. Wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir das hier reinkriegen. Also noch ein bisschen weiter testen und jetzt hier gerade in den Morgenstunden ein bisschen probieren. Und dann suche ich gleich nochmal eine Stelle, wo vielleicht der Sichling reingehen kann. Zack, na guck. Also gar nicht so ganz lang. Und es ist ein Hasel. Das ist natürlich auch noch richtig praktisch. Also Hasel hier an der Stelle. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, vor allem nicht auf Eintagsfliege. Das ist natürlich praktisch. Also 2 Stück bleiben hier noch. Sehr schön. Direkt hier vorne maximal, nicht ganz maximal ausgeworfen, ne? Aber das sind, sagen wir mal so rund 10, 12 Meter weit ausgeworfen. Auch hier einfach treiben lassen, flach treiben lassen. Und dann ist er hier einfach reingegangen. Ja, und genau so simpel können hier natürlich auch noch sowas reingehen wie Alan zum Beispiel. Auch auf diesen Köder. Und deswegen hocke ich mich jetzt gleich ins Boot, fahre ein bisschen weiter raus und treibe dann runter bis zur Insel. Und dann sind es eigentlich ja nur noch 2 Fische. Irgendwie, also man könnte es wahrscheinlich auch noch hier vom Land aus machen. Aber ich sag mal, ich nehme jetzt hier auch schon fast eine Stunde auf. Also fast eine Stunde jetzt damit beschäftigt. Wenn wir die Nacht abziehen, wo es halt wirklich nicht so nice ist, also wenn man das halt nur am Tag schafft, ich sag mal so in 40 Minuten, sollte das vielleicht auch drinne sein, die verschiedenen Stellen, zack, immer mal wieder abtesten, ablaufen, abklappern. Jawohl, die Rotfeder an allen Seiten. Und jetzt fehlt mir ja eigentlich auch, wie gesagt, noch Sichling und Barsch und dann wäre es doch auch schon erledigt. Hier so ein Tagesticket mal eben. 1 Stunde werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen. Und jetzt fährt man hier einfach ein bisschen raus. Ich gehe mal ein bisschen tiefer jetzt rein. Machen wir mal so 50 cm. So. Und wir rutschen jetzt einfach mal so rückwärts zurück. Motor aus. Und jetzt können wir uns auch hinstellen. Ne, mit Z. Und dann
locker auswerfen. Und jetzt treiben wir ja quasi mit dem Boot. Also auch so könnte man das die ganze Zeit machen. Auch durchaus eine Option. Dieses Treibangeln eben vom Boot aus. Das Angenehme natürlich vom Ufer aus. Man kann das mit mehreren Routen gleichzeitig machen. Und da wird es hier natürlich schwierig. Alter, ein kleiner Marmorkarpfen. Imagine, ey. Das ist natürlich ein Ding, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Schnell wieder raus und dann fangen wir hier auch noch den letzten Brocken. Aber Marmorkarpfen ist doch auch noch was, ne? Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber ist doch schön. Auch sowas geht rein jetzt hier. Ganz simpel, gleiches Setup immer noch. Eintagsfliege, einfach auch nur ein Köder. Denn das Teil ist mir hier gerade für meine Ultralight-Stippe dann zu schwer. So viel Tragfähigkeit habe ich, glaube ich, gar nicht. Oh, doch 5. Na, wird knapp, ne? 4 Gramm, die beiden wären dann 2 Köder. Ja, 3 Gramm Köder klappt hier mit dem Teil noch ganz gut. Gucken wir mal, was hier noch als nächstes reingeht. Und auch hier immer... Doch, da ist Zubbels wieder. Immer ein... Oh, Hebebiss. Vielleicht nochmal einen Döbel. Ne, da ist er, der Sichling. Ja. Und damit ist die Aufgabe erledigt. Schönes Dingen. Jawohl. Also, gucken wir noch mal gerade schnell rein. Im Durchlauf Rotfeder, Fliege und Bremse. Fliege und Fliege hat richtig viel geliefert. Also einfach nur Fliege, Döbel, Grashüpfer, Laube. Schwimmkäfer mit dem Rotauge ist ein Ding. Vielleicht einfach auch in dieser Area, wie gerade gezeigt, einfach probieren. Hasel hat mich auch überrascht. Ansonsten an der gleichen Stelle wie gerade gezeigt, natürlich einfach auch wieder nur mit Fliege hantieren. Marmorkarpfen, da würde ich schon dann in Richtung Eintagsfliege gehen, genauso wie Sichling. Also da sollte man, glaube ich, auch die Eintagsfliege mitnehmen. Ja, damit haben wir das erledigt, ne? Aufgabe ist durch. Und dann geht es jetzt als nächstes, für mich zumindest, an die Aufgabe hier an der Sura mit dem Silberkarpfen. Fangen einen Silberkarpfen mit einem Gewicht von 8 Kilo, also ab 8 Kilo. Und den fange ich so, ich verlinke das nochmal, wie in dem Trophy-Video Silberkarpfen. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Seit Monaten und Jahren fängt man exakt so Silberkarpfen an der Stelle hier an der Sura. Und ab geht es. Also, ich fahre jetzt direkt wieder zurück. Ansonsten habe ich hier alles. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Petri, bis zum nächsten Mal.